Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schuster. In dieser Folge dreht sich alles um die 360-Grad-Kamerasysteme von euren Mazdas. Und da haben wir schon festgestellt, dass wirklich viele Kunden gar nicht genau wissen, was man da alles einstellen kann und was es alles für Möglichkeiten gibt. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. So, ich sagte es ja bereits, heute steht das Thema 360-Grad-Kamerasystem auf dem Programm. Und für alle, denen dieser Begriff nichts sagt, es geht um alle Fahrzeuge von Mazda, die über insgesamt 4 Kameras verfügen, also eine Rückfahrkamera, Frontkamera und 2 seitliche Kameras. Und das ist tatsächlich schon in sehr vielen Mazdas enthalten, zum Beispiel der Mazda 3 mit dem breiten Display, dann der CX-30, der MX-30 hat das, aber natürlich auch der CX-5 und der CX-60, in dem wir drinnen sitzen. Es gibt aber zukünftig noch weitere Mazdas, die dann ebenfalls dieses Kamerasystem besitzen werden. Von daher ist es auf jeden Fall interessant, hier mal zuzuschauen. Grundsätzlich ist es so, dass meistens dieses 360-Grad-Kamerasystem aufpreispflichtig ist. Viele Autos haben ja eine Rückfahrkamera, da kann man allerdings nicht ganz so viel einstellen, was ich euch heute zeigen werde. Lasst uns gleich mal loslegen, denn an der Standardansicht kann man schon einiges einstellen und da wissen tatsächlich nur wenige Kunden von euch, was da eigentlich alles möglich ist. Wie kann man denn nun die Kamera starten? Und das ist auch sehr einfach im Stand möglich, muss man nicht dazu fahren. Und zwar befindet sich jetzt hier beim CX-60 links davon vom Schaltknauf eine Kamerasymboltaste. Wenn ich da drauf drücke, geht die Kamera an. Das ist allerdings etwas speziell. Die meisten anderen Mazdas haben links am Armaturenbrett direkt hier bei den ganzen anderen Tasten auch nochmal die Möglichkeit, die Kamera zu aktivieren. Drückt am besten mal diese Taste drauf, so wie ich, und schauen wir uns mal kurz die Ansicht an. Ihr seht immer links die Hauptdarstellung, das ist entweder dann die vordere oder die hintere Kamera meistens, und rechts eine Simulation aller 4 Kamerasysteme. Und ihr seht ja auch ganz gut, das ist sozusagen unser Fahrzeug. Man kann auch teilweise je nach Kameradarstellung bewegliche Linien sehen, die kann man auch deaktivieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Lenkrad einschlage, dann seht ihr, wohin sich das Auto in etwa bewegen wird. Und damit man eben weiß, ja, ob man da ein bisschen Platz einplanen soll oder nicht. Und gerade die rechte Ansicht ist natürlich wirklich genial, zum Beispiel für solche Parklücken wie in der ich gerade stehe. Manchmal hat man ja so Linien oder vielleicht auch eine Bordsteinkante und man ist sich nicht sicher, steht man da jetzt gerade drin oder macht man sich zum Beispiel auch die Felgen kaputt. Und hier seht ihr schon, kann man das wirklich sehr, sehr gut erkennen. Hier sieht man sogar die Regenrinne, das könnte auch eine Bordsteinkanne vorne sein, sodass man sich eben vorne die Stoßstange nicht verkratzt. Also es ist wirklich eine geniale Ansicht, die ich sehr, sehr gerne nutze. Und hier links haben wir jetzt hier eine sehr, sehr breite Perspektive. Ich würde fast schon sagen, nahezu 180 Grad. Ihr seht extrem viel. Allerdings haben diese breiten Ansichten das Problem, dass das menschliche Auge hier sich nur schwer orientieren kann, was das Thema Distanzen angeht. Also man unterschätzt das hier sehr leicht oder überschätzt das sehr leicht. Deswegen hat Mazda meistens noch eine etwas augenfreundlichere Perspektive im Angebot. Das könnt ihr relativ einfach hier verändern. Bei diesem Fahrzeug stehen uns 3 Optionen zur Auswahl. Hier der Weitwinkel, dann haben wir hier einen etwas näheren Winkel. Das mache ich jetzt mal so. Gehe ich jetzt hier einfach durchdrehen auf die 2. Stufe und drücke dann darauf. Und da seht ihr schon, das ist tatsächlich ein bisschen, ja, vielleicht eher dem Auge angepasst. Und wir haben jetzt auch hier bei dem Fahrzeug dann die beweglichen Linien drin, weil es ein bisschen ja realistischer, realitätsgetreuer ist. Schauen wir uns kurz die Linien an, dass ihr mal eine Orientierung habt. Diese erste rote Linie, das sind ca. 40 cm, die erste gelbe 1 Meter und die zweite gelbe ca. 2 Meter, damit ihr mal eine grobe Orientierung habt. So, und dann gibt es hier nochmal eine geniale Funktion, die ich wirklich auch gerne nutze, wenn es sehr eng ist. Das ist die Bordsteinfunktion. Ihr geht also nochmal eins tiefer und seht dann statt der vorderen und hinteren Kamera auf einmal die seitlichen Kamerasysteme. Ihr seht schon, wie wir hier schön in dieser Parklücke drinnen stehen. Das Blaue hier an den Seiten, das ist dann sozusagen ja, die parallele Linie zum Fahrzeug. Und wenn ich jetzt einlenke, schaut euch das mal an, man sieht sogar vorne die Räder, wie stark die eingelenkt sind, ob das Lenkrad gerade steht. Und ja, hier könnte man zu eben auch sehr, sehr gut und schnell sicher gehen, ob man vielleicht sich die Felgen jetzt verkratzen wird oder ob man jetzt irgendwie zu nah an der Bordsteinkante drin steht. Damit kann man wirklich einparken wie ein Profi. So, das ist das, was eigentlich bei den meisten Mazdas zur Verfügung steht. Hier dieses Menü bei dem Auto ist links, bei manchen Autos ist es unten. Also ist es meistens hier immer in diesem Bereich. Besonderheit beim CX-60 ist noch eine Neuerung, die bei diesem Modell eingeführt wurde. Das nennt sich See-Through-Ansicht. Das zeige ich euch mal. Und zwar sehen wir unten 2 verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Der Klassiker, in dem wir gerade drin sind, ist die 360 Grad Virtual Monitor. Und links hätten wir dann STV, das steht für See-Through View. Und wenn ich jetzt hier mit diesem Drehdrücksteller nach links baggere,
komme ich in die Möglichkeiten von der neuen Ansicht. Rechts ist gleich geblieben, aber ihr seht schon, man hat jetzt extra statt dem vorderen Kamerabild sozusagen eine Kombination aus 3 Kameras gemacht, die es bisher nicht gab. Das heißt, ein Teilbereich der linken seitlichen Kamera, die vordere Kamera und ein Teilbereich der rechten Kamera. Der große Vorteil von dieser Ansicht ist, dass man einfach bestimmte Dinge noch sehen kann, die von der vorderen Kameraansicht abgeschnitten werden. Stellt euch vor, zum Beispiel diese Regenrinne wäre eine Bordsteinkante oder ein Pfosten. Dann würdet ihr ohne diese Darstellung das jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Man müsste dann schon sehr stark auf die rechte Ansicht achten. Und da könnte es sein, dass man es vielleicht übersieht, wenn es einfach nur ein dünner Pfosten ist. Ich fahre mal ein Stückchen voraus, dann seht ihr das auch ganz gut. Und hier hat man einfach nochmal einen etwas besseren Rundumblick und sieht, wie diese Regenrinne bei uns jetzt hier sich auch im Bild mit bewegt. Und ich habe jetzt gerade auch schon den Rückwärtsgang drin. Und da haben wir natürlich eine ganz andere, ähnliche Ansicht. Das heißt, ich bin wieder hier in der See-Through-Ansicht. Ich kann auch hier wieder einstellen, ob ich diese neue Ansicht von Mazda möchte mit den 3 Kameras oder ob ich zum Beispiel hier einen Weitwinkel will. Ja. Und bei der hinteren Kamera, da ist tatsächlich noch eine Besonderheit, da haben wir sehr viele Anfragen auch von euch bekommen. Dieses Auto hier, in dem wir gerade sitzen, in diesem Auto befindet sich eine Anhängerkupplung. Und man möchte natürlich, wenn man den Anhänger ankuppelt, will man ja gerne den Kugelkopf sehen, damit man genau das trifft ohne Einweiser. Ja? Und mit den See-Through-Ansicht, da funktioniert das nicht, weil einfach diese Ansicht so konstruiert wurde, dass es möglichst realistisch ist und dann passt der Winkel aber nicht zur Anhängerkupplung. Und dann müsstet ihr tatsächlich jetzt hier wieder von der neuen Ansicht in die ältere Ansicht rein. Das heißt, ich bagger jetzt wieder nach rechts und dann seht ihr schon, da ist meine Anhängerkupplung vom Fahrzeug. Ich fahre mal ein Stückchen vor, sonst piepst er die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen zu nah dran am Hinteren. So. Und jetzt könnte ich ja wirklich ganz exakt auf den Anhänger drauf zufahren, brauche keinen Einweiser, kann das ganz in Ruhe machen, sogar eigentlich perfekt bis direkt unter den entsprechenden Haken, den man dann einhakt. Hier habe ich dann eben nochmal eine etwas schmalere Ansicht. Das ist also ganz Geschmackssache. Beide Ansichten hier zeigen euch die Anhängerkupplung. Das ist wie gesagt auch etwas, was bei allen Modellen funktioniert. Man wundert sich manchmal, warum man eben die Anhängerkupplung nicht sieht. So, es gibt aber natürlich noch mehr zu entdecken. Das waren jetzt nur die Einstellungsmöglichkeiten, die ihr grundsätzlich mal hier beim Fahren habt. Und bei dem Fahrzeug gibt es meistens auch noch die Möglichkeit, sozusagen seine Lieblingsansicht zu hinterlegen. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu verstehen. Ich gehe mal wieder aus der Kameraansicht raus, gehe auf Parken und wir gehen mal ins Einstellungsmenü. So. Und das befindet sich dann unter Sicherheitseinstellungen und dann unter Anzeige. Und hier haben wir nun verschiedenste Möglichkeiten, die ihr euch einstellen könnt. So, das erste heißt hier bei diesem Fahrzeug bevorzugte Anzeige beim Motorstart anzeigen. Wenn ihr da den Haken setzt, dann wird jedes Mal beim Motorstart direkt die Kamera gestartet, bevor ihr irgendwas macht. Das mache ich euch mal. Einfach mal aus. So, und wieder an. Und ihr seht schon, das erste, was das Auto macht, ist die Kamera zu starten. Man kann sich also gleich mal orientieren, befindet sich irgendwas in der Umgebung oder nicht. Jetzt kann man sagen, brauche ich das nicht. Kann durchaus Sinn machen, wenn man eben direkt rausfährt und vielleicht auch verschiedenste Dinge hier sich verändert haben könnten. Ich habe es meistens bei mir ausgehakt, weil ich brauche es nicht unbedingt. Und wenn ich den Rückwärtsgang bei mir einlege, wenn ich aus der Ausfahrt rausfahre zu Hause, ist sowieso die Rückfahrkamera immer an. Aber das ist der erste Haken. So, gehen wir mal wieder zurück. Sicherheitseinstellungen, Anzeige. Ich mache den Haken gleich mal wieder aus. Da komme ich gleich noch dazu, überspringe ich kurz. Automatische Vorderansichtanzeige. Das ist auch eine Funktion, die durchaus sehr sinnvoll ist und ich immer angehakt habe. Normalerweise war es früher so, dass wenn ihr den Rückwärtsgang eingelegt habt, dann wurde die Rückfahrkamera aktiviert. Seid ihr dann vorwärts gefahren, dann ist die Rückfahrkamera einfach wieder ausgegangen. Und erst wenn die vordere Einparkhilfe irgendwas gefunden hat, ging die vordere Kamera an. Und bei dem Fahrzeug ist es jetzt so, da kann man das also einstellen. Ich gehe jetzt mal in den Rückwärtsgang rein, so, und gehe jetzt in den Vorwärtsgang. Dann geht automatisch die Vorderansicht an, obwohl die Einparkhilfe jetzt vorne nichts erkannt hat. Finde ich eine sinnvolle Sache. Fahrt ihr dann Überschrittgeschwindigkeit darüber hinaus, geht das Kamerasystem automatisch wieder aus und ihr habt euer normales Menü. Also das habe ich bei mir eigentlich wirklich fast immer aktiviert. Nochmal ins Menü rein. Dann haben wir die dynamischen
Linien, die ich euch gerade schon zeigte, finde ich auch eine sinnvolle Sache, würde ich euch empfehlen, auch anzulassen. Hier oben wird es dann ein wenig komplizierter. Wir haben zunächst mal zwei verschiedene bevorzugte Anzeigen und wichtig, das betrifft grundsätzlich die vordere Kamera. Da erkläre ich gleich noch was dazu. Und zwar haben wir bei der See-Through-Ansicht eine bevorzugte Anzeige und bei der 360-Grad-Kamera eine bevorzugte Anzeige. Ich gehe jetzt mal bei der See-Through-Ansicht rein. Das wäre die durchsichtige Anzeige, die ich euch vorhin gezeigt hatte mit den 3 Kameras. Wenn ihr aber sagt, ich möchte das grundsätzlich nicht, dann könntet ihr hier Vorderansicht weit nehmen oder die letzte manuell ausgewählte, die ihr vorhin gewählt habt. Ich würde eigentlich jetzt spontan sagen, nehmt doch einfach letzte, dann nehmt ihr einfach das, was euch am besten gefallen hat. Oder ihr wählt natürlich irgendwas standardmäßig aus. Ich finde tatsächlich die durchsichtige Anzeige vorne sehr gut, weil man sich da sehr gut orientieren kann. Und durch die 3 Kameras hat man einfach einen etwas besseren Rundumblick. Wenn ihr lieber die 360-Grad-Kamera verwendet, also sich sozusagen in einem anderen Menüfeld befindet, müsst ihr auch eine Lieblingsansicht auswählen. Und da könnt ihr jetzt eben sagen, ihr möchtet zum Beispiel die Vorderansicht weit nehmen. Dann habt ihr den breitesten Blick. Ihr könnt die Vorderansicht haben mit den dynamischen Linien oder ihr könnt tatsächlich auch nur die Ansicht haben, dass ihr die Bordsteinkanten seht. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll, weil die will man ja nicht dauernd sehen. Eigentlich will man ja schon nach vorne gucken. Also würde ich lieber entweder letzte nehmen oder dann eben Vorderansicht weit oder Vorderansicht, was für euch angenehmer ist. Ich lasse jetzt einfach mal Vorderansicht weit. So. Das bedeutet, ich habe jetzt eingestellt durchsichtig und Vorderansicht weit, je nachdem in welchem Menüfeld ich mich befinde. Das bedeutet, ich gehe jetzt mal wieder in die Kamera rein. So, und wir sind jetzt in der 360-Grad-Kameraansicht. Er hat die Standardansicht Vorderansicht weit gewählt. Gehe ich jetzt rüber in die See-Through-Ansicht, hat er die durchsichtige gewählt. Und das wird er sich sozusagen jetzt merken. Wenn ich das jetzt hier verändere auf weit, wird er beim nächsten Fahrzeugstart wieder die See-Through-Ansicht verwenden, weil ich das als Standard eingestellt habe. Hätte ich letzte genommen, würde er das beibehalten. Ganz wichtig. Bei der Rückfahrkamera ist das anders. Da könnt ihr keine Favoriten anlegen, sondern da wird grundsätzlich immer die letzte Ansicht genommen. Das heißt, wenn ich Rückwärtsgang einlege und ich habe mich entschieden für die Ansicht mit der Anhängerkupplung, das heißt, ich gehe hier in 360 Grad rein und nehme hier Weitwinkel, dann wird sozusagen diese Ansicht bleiben. Oder ich nehme einen schmalen Winkel, dann wird diese Ansicht bleiben, bis ich es wieder verstelle. Das könnt ihr also im Menü nicht einstellen. An dieser Stelle sind mir noch 2 Dinge wichtig, die mit der Reinigung des Kamerasystems zusammenhängen. Punkt Nummer 1, ihr wollt euer Fahrzeug reinigen, seid vielleicht in einer SB-Box oder habt daheim einen Dampfstrahler. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht direkt mit der Lanze auf die Kamera drauf richtet. Da ist wirklich sehr viel Druck dahinter und es könnte eben ein Restrisiko bestehen, dass hier die Kamera Schaden nimmt. Die ist natürlich wasserdicht, aber trotzdem solltet ihr hier vorsichtig sein. Punkt Nummer 2, ihr merkt, dass die Kamera ein bisschen verschmutzt ist, dann seht ihr das meistens auch im Bild, dass es ein bisschen verschwommen wurde. Bitte nicht einfach nur den Finger nehmen, das ein bisschen wegreiben, nein, besser in hier ein feuchtes Tuch, ein bisschen sauber abwischen, denn da ist meistens Dreck, Salz und was weiß ich noch alles vorhanden. Und wenn ihr dann einfach mit dem Finger drüber geht, besteht das Risiko, dass ihr mit diesem Dreck die Linse verkratzt. Stellt euch das einfach wie eine Brille vor, wo ihr einfach mit einem dreckigen Tuch das Brillenglas putzt, da könnt ihr hier eben auch Kratzer entstehen und das würdet ihr dann auch im Kamerabild sehen, was natürlich sehr ärgerlich wäre. So, jetzt habe ich euch alle Tipps gesagt, die ich drauf habe zum Thema 360-Grad-Kamerasystem. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne wissen wollt, dann schreibt das wie immer in die Kommentare unten rein. Ich versuche dann natürlich so schnell wie möglich darauf zu antworten. Hat euch das Video gefallen? Lasst uns doch gerne auch einen Daumen nach oben da, freut uns immer sehr. Abonniert unseren Kanal und außerdem vergesst nicht die Glocke zu drücken, dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und apropos Video, dann sage ich mal ciao und wir sehen uns beim nächsten Frag Schuster Video.